Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute gibt es bei mir eine Runde Dominate and Delegate. Das ist ein Miniaturenstrategiespiel, das inspiriert wurde von einem ganz bestimmten Echtzeitstrategiespiel aus den 90er Jahren, das sehr bekannt war damals. Der Kickstarter startet heute und bei mir gibt es jetzt erstmal ein volles Match und meine Gedanken zum Spiel sowie ein paar mehr Informationen zum Spiel gibt es dann hinterher. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Command Dominate and Delegate. Gespielt wird ein Zwei-Spieler-Skirmish-Gefecht. Für das gewählte Szenario wird nur die Hälfte des aufklappbaren Spielfelds verwendet. Spieler 1 startet mit seinem Mobile Construction Vehicle auf der linken Seite und Spieler 2 auf der rechten. Positionierung von Erz und Brücken wird vom Szenario vorgegeben. Beide Spieler starten im Skirmish-Modus mit 20 Credits und einem Energieoutput von 0. Jeder Spieler hat außerdem Zugriff auf die Einheiten- und Gebäudeübersicht, aus denen Konstruktionskosten, Werte und Fähigkeiten ersichtlich sind. Spieler 1 beginnt und jede Spielerrunde beginnt mit der Aktivierungsphase, in der alle Einheiten und Gebäude aktiviert werden. Aktuell gibt es noch nicht arg viel zu tun und das MCV aktiviert, um seine Bewegung von 1 nach vorne zu fahren. Die Bauphase wird erstmal übersprungen, das heißt Spieler 2 ist dran und fährt ebenfalls nach vorne. Wir machen einen kleinen Zeitsprung und beide MCVs haben sich weiter vorbewegt. Der gelbe Spieler ist wieder dran, bewegt seinen MCV noch einmal und verwendet dann seine Aktion, um seine Construction Yard zu platzieren. Die zweite Phase einer Spielerrunde, die Bauphase, ist wiederum in mehrere Unterphasen unterteilt. Die ersten 3 Phasen werden erstmal übersprungen, aber in der 4. Unterphase kann jetzt ein Gebäude in Auftrag gegeben werden, weil der Spieler über einen Construction Yard verfügt. Zuerst braucht er Energie, um weitere Gebäude versorgen zu können, und deswegen wird ein Powerplant in Auftrag gegeben. Dieses kostet 3 Credits, die direkt bezahlt werden, und hat eine Baudauer von 2. Das heißt, das Gebäude wird in der Warteschlange auf die 2 platziert. Das Ganze ist komplett geheim, das heißt, der Gegner weiß nicht, was der andere Spieler gerade im Auftrag hat. Spieler 2 geht ein bisschen aggressiver vor und fährt erstmal weiter nach vorne. Bei Spieler 1 passiert in der Aktivierungsphase nichts, aber sein Powerplant rückt in der Bauphase ein Feld vor. Pro gebauten Construction Yard kann immer nur ein Gebäude in der Warteschlange stehen. Spieler 2 lässt sich nicht verunsichern und rückt weiter vor. Zu Beginn der nächsten Bauphase von Spieler 1 wird sein Powerplant auf dem Ready-Feld platziert. Das heißt, das Gebäude kann jetzt innerhalb von 2 Feldern zu einem anderen verbündeten Gebäude platziert werden. Dank dem Kraftwerk hat Spieler 1 jetzt 4 Energie zur Verfügung. Und er gibt direkt noch eine Raffinerie in Auftrag. Spieler 2 rückt gemütlich weiter vor. Die Raffinerie tickt runter. Und Spieler 2 platziert jetzt ebenfalls seinen Construction Yard. Und gibt ebenfalls ein Kraftwerk in Auftrag. Die Raffinerie von Spieler 1 ist kurz vor der Fertigstellung und das Kraftwerk auch. Spieler 1 darf jetzt seine Raffinerie platzieren, was seinen Energieoutput auf 3 reduziert. Und mit der Raffinerie wird automatisch am Ausgang der Raffinerie ein Harvester platziert. Als nächstes gibt Spieler 1 eine Baracke in Auftrag. Spieler 2 platziert ebenfalls sein Powerplant und gibt eine Raffinerie in Auftrag. In seiner Aktivierungsphase aktiviert Spieler 1 den Harvester und sammelt mit ihm den ersten Erzklumpen auf. Die rote Raffinerie wird weitergebaut und der gelbe Harvester kehrt zurück zur Raffinerie und lädt den Erzklumpen ab. Dafür bekommt Spieler 1 6 Credits. Außerdem darf er noch seine Baracke platzieren. Und dann gibt er eine Fabrik in Auftrag, sowie einen MG-Infanteristen, den er durch seine Baracke bauen kann. Spieler 2 kann nichts machen, außer auf seine Raffinerie warten. Spieler 1 schickt seinen Harvester in Richtung des nächsten Erzklumpen und platziert dann seinen Infanteristen in Kontakt mit der Baracke. Als nächstes wird für 2 Credits noch ein Raketeninfanterist in Auftrag gegeben. Spieler 2 darf endlich seine Raffinerie platzieren, sitzt dafür jetzt aber auch auf einer richtigen Goldgrube.
Er überspringt die günstigere Baracke erstmal und baut direkt eine Fabrik. Wir machen wieder einen kurzen Zeitsprung. Auf beiden Seiten wurden die Fabriken fertiggestellt und die Infanterie von Spieler 1 hat den Fluss überquert, um Druck auszuüben. Spieler 2 hat immer noch keine Kampfeinheiten, allerdings hat er ein Helipad in Produktion und einen Buggy, der besonders gut gegen Infanterie ist. Spieler 1 setzt hingegen auf Raketeninfanterie und hat auch einen Tank in Produktion. Dafür ist er durch die weit entfernten Ressourcen aber auch schon ziemlich blank. Deswegen ist das eine noch auf dieser Flussseite befindliche Erz natürlich besonders wichtig und wird direkt aufgesammelt. Aber der Harvester hat einen weiten Rückweg vor sich. Die Infanterie von Spieler 1 übt weiter Druck aus. Sie wollen vor allem den Harvester erreichen, da Gebäude nicht ganz so einfach zerstört werden können. Zwar können Raketeninfanteristen Gebäude angreifen, allerdings verfügen die meisten Gebäude über ein rotes Schildsymbol, was bedeutet, dass sie in einer Runde zweimal angegriffen werden müssen, damit sie zerstört werden. Die nächste Verstärkung ist schon auf dem Weg, aber nachproduziert kann erstmal nichts werden. Das Ressourcenproblem hat Spieler 2 nicht und lädt erstmal den nächsten Erzballen ab. Und dann platziert er sein Helipad. Dieses ermöglicht ihm die Produktion von einer Lufteinheit in der Fabrik. Und um seinen Ressourcenvorteil zu nutzen, baut Spieler 2 direkt noch eine Fabrik. Die gelbe Infanterie rückt weiter vor, der Harvester schleicht weiter zurück und der Tank wird platziert. Im Gegensatz zur Infanterie können Fahrzeuge nicht überall am Gebäude platziert werden, sondern nur an einem der 2 Ausgangsfelder des Gebäudes. Spieler 2 sammelt weiter Erz und platziert seinen MG-Buggy. Und dann gibt er noch einen Bomber in Auftrag. Spieler 1 aktiviert seinen Raketeninfanteristen und attackiert mit ihm den Buggy. Ob und welche Ziele Einheiten angreifen können, sieht man an der Angriffsspalte in der Einheitenübersicht. Die Raketeninfanterie kann Radfahrzeuge, Kettenfahrzeuge, Flugzeuge und Gebäude angreifen, also auch den Buggy. Gewürfelt wird nicht, das Ziel wird automatisch zerstört, es sei denn, es hat ein rotes Schild. Allerdings dürfen angegriffene Einheiten auch zurückschießen, allerdings nur, wenn es sich beim Angreifer um ein legales Ziel handelt. Wenn der Buggy selbst angreifen würde, könnte der Infanterist nicht zurückschießen, das sieht man an diesem Spezialsymbol, aber in diesem Fall schalten sich einfach beide Einheiten gegenseitig aus. Der MG-Infanterist rückt weiter vor, er kann keine Kettenfahrzeuge zerstören, allerdings kann er wenigstens die Ressourcen blockieren. Die restlichen Einheiten von Spieler 1 rücken ebenfalls vor. Der rote Harvester lädt den nächsten Erzbrocken ab und die Produktion tickt weiter. Spieler 1 übt weiter Druck aus und ist kurz davor, weitere Ressourcen zu bekommen. Normalerweise können Einheiten sich nicht durch Felder mit gegnerischen Modellen bewegen, allerdings können Kettenfahrzeuge Infanteristen überfahren. Und das nutzt der Harvester jetzt auch, um den MG-Infanteristen auszuschalten. Dieser könnte sich normalerweise auch zur Wehr setzen, kann den Harvester aber nicht beschädigen. Und dann wird gemütlich weiter geharvestet. Die Fabrik wird fertiggestellt und eine Baracke in Auftrag gegeben. Dank der zweiten Fabrik wird jetzt direkt noch eine Mobile Fortress in Auftrag gegeben. Das ist quasi eine Supereinheit, die über ein rotes Schild verfügt, das heißt, sie muss zweimal angegriffen werden und sie kann jedes mögliche Ziel angreifen. Und sie ignoriert Schilde. Spieler 1 bekommt endlich ein paar dringend benötigte Ressourcen, spart die sich aber erstmal auf. Die restlichen Truppen rücken weiter vor und so langsam werden auch die roten Gebäude gefährdet. Aus purer Verzweiflung nutzt Spieler 2 erneut seinen Harvester, um noch einen Raketeninfanteristen auszuschalten. Dieser kann allerdings zurückschießen und dadurch werden beide Einheiten ausgeschaltet. Und dann wird der Bomber fertiggestellt. Und dieser muss auf dem Helipad platziert werden. Der gelbe Panzer rückt auf die Fabrik vor und attackiert sie einmal, gefolgt von einer weiteren Attacke durch den Raketeninfanteristen, der das Gebäude zerstört. Spieler 2 bewegt seinen Bomber seine maximalen 4 Felder und attackiert den Panzer. Dieser kann darauf nicht reagieren und wird zerstört. Dann wird die Baracke fertiggestellt und ein MG-Infanterist angefordert. Der gelbe Spieler hat aktuell nur noch einen Raketeninfanteristen, aber dummerweise ist das genau die einzige Bodeneinheit, die auch Lufteinheiten angreifen kann.
Das macht er sich zunutze und holt den Bomber vom Himmel. Dieser kann sich nicht revanchieren, weil er keine Infanterie angreifen kann. Aber selbst wenn er das könnte, würde es ihm nichts nützen, weil er nach jeder Attacke zum Helipad zurückkehren muss. Der gelbe Harvester macht sich auf die lange Reise zur nächsten Ressourcenquelle. Und für 5 Credits gibt Spieler 1 eine Artillerie in Auftrag, sowie einen weiteren Raketeninfanteristen für 2. Spieler 2 hat aktuell wieder gar keine Einheiten zum Aktivieren, allerdings werden Infanterie und mobile Festung fertiggestellt. Was natürlich eher ungünstig für den nahen Harvester ist. Dann wird für 3 Credits ein neuer Harvester in Auftrag gegeben und wieder eine Fabrik. Jetzt ist auch Spieler 2 erstmal pleite. Die gelbe Raketeninfanterie kann weder dem MG-Schützen noch der mobilen Festung was anhaben. Den MG-Schützen kann sie gar nicht attackieren und die Festung hat ein rotes Schild. Allerdings haben sowohl die Baracken als auch das Kraftwerk kein rotes Schild, können also mit einer Attacke zerstört werden. Das heißt, ein Versuch ist es wert. Und der Harvester denkt sich, dass die andere Richtung vielleicht doch ein kleines bisschen attraktiver ist. Der nächste Raketeninfanterist wird platziert. Und dann aktiviert der rote MG-Schütze und schaltet wenig überraschend den gelben Raketenschützen aus. Und die mobile Festung walzt nach vorne. Es gibt wieder einen kleinen Zeitsprung. Die mobile Festung ist bis an den Fluss vorgerückt. Der gelbe Harvester hat die Ressourcen erreicht. Es ist aber fraglich, ob er sie wieder zurückbringen kann. Und der neue rote Harvester hat die Arbeit aufgenommen. Und auch die zweite rote Fabrik steht wieder. Spieler 1 ist wieder dran und attackiert mit seinem Raketenwerfer-Infanteristen die Brücke. Diese wird dadurch zerstört und kann nicht mehr überquert werden. Gleichzeitig rückt die Artillerie vor. Sie kann Ziele in einer Reichweite von 3 bis 4 angreifen, hat also eine Mindestreichweite, kann aber auch nur feuern, wenn sie sich nicht bewegt hat. Der rote Harvester bringt dringend benötigte Ressourcen zurück. Die mobile Festung bleibt stationär und zerstört mit ihrer Reichweite von 2 den Raketeninfanteristen. Und dann wird noch ein Dropship in Auftrag gegeben. Und ein Ingenieur. Die Artillerie zieht sich wieder zurück. Der Harvester sammelt Ressourcen. Die Mobile Fortress bewegt sich auf die nächste, nicht zerstörte Brücke zu. Und der rote Harvester arbeitet ungestört weiter. Ein Ingenieur wird fertig. Und es wird direkt der nächste in Auftrag gegeben. Die Artillerie bewegt sich weiter zurück. Und der Harvester macht sich todesmutig auf den Rückweg. Die mobile Festung rückt weiter vor. Der Ingenieur begibt sich in Position. Und das Dropship und der zweite Ingenieur werden fertiggestellt. Der gelbe Harvester überlegt sich nochmal anders und dreht direkt wieder um. Und die Artillerie zieht sich nochmal zurück. Die mobile Festung begibt sich auf die Brücke und vernichtet mit ihren mächtigen Geschützen die Fabrik. Das Dropship landet neben den 2 Ingenieuren, sodass diese ihre Bewegung verwenden können, um einzusteigen. Die mobile Festung ist der Artillerie jetzt komplett in die Falle getappt und diese feuert nicht auf die Festung, sondern auf die Brücke unter ihr. Die Brücke wird dadurch zerstört und alle Einheiten, die auf ihr stehen, mit ihr. Jetzt hat der gelbe Spieler aber wirklich ein Ressourcenproblem und verkauft deswegen seine Construction Yard für die Hälfte ihrer Kosten, also für 5 Credits. Und dann gibt er einen Ingenieur in Auftrag, weil die unter anderem auch Brücken reparieren können. Der rote Harvester bringt den letzten Erzbrocken im Süden zurück. Und das Dropship fliegt auf den Fluss zu. Im Gegensatz zu Bodeneinheiten kann dieses den Fluss überqueren. Und dann baut Spieler 2 noch einen Uplink, der einen Orbitalschlag ermöglicht. Der gelbe Harvester macht wieder kehrt. Ich glaube, da ist die Pathfinding-KI irgendwie kaputt. Und der Ingenieur wird platziert. Und es wird noch ein MG-Schütze in Auftrag gegeben. Einer der Ingenieure im Dropship benutzt seine Bewegungsaktion, um auszusteigen. Dann fliegt das Dropship weiter hinter das Kraftwerk. Und dort steigt dann der zweite Ingenieur aus. Der gelbe Harvester setzt seine Odyssee fort. Der Ingenieur verwendet seine Aktion, um die Brücke zu reparieren. Und der MG-Schütze wird platziert. Und es wird noch einer in Auftrag gegeben. Der rote Ingenieur gibt jetzt seine Bewegung auf, um die angrenzende Baracke zu erobern. Das heißt, sie wechselt die Farbe und gehört jetzt Spieler 2.
Dadurch wird auch der MG-Schütze aus der Warteschlange entfernt und dafür der von Spieler 2 hinzugefügt. Der zweite Ingenieur macht das gleiche mit dem Kraftwerk, wodurch der Energieoutput von Spieler 1 auf -1 reduziert wird, weil ja die Raffinerie noch Energie zieht. Der Ingenieur von Spieler 1 könnte die Baracke jetzt theoretisch zurückerobern, wegen der fehlenden Energie könnten dann aber trotzdem nur Kraftwerke gebaut werden. Das heißt, aus dieser Situation kommt Spieler 1 nicht mehr wirklich zurück. Spieler 1 gibt auf und der Sieg geht an Spieler 2. Der liebe Thomas, der dieses Spiel geschrieben hat, hat mich im Vorfeld schon mal gefragt nach einem kleinen Zitat, das er auf die Kickstarter-Seite packen kann für Dominate and Delegate, weil der Kickstarter, habe ich am Anfang gesagt, startet heute, wo dieses Video auch online geht. Und so ein bisschen der Sinn meines Zitats, das ich ihm gegeben habe, das ihr jetzt auch sehen könnt auf der Kickstarter-Seite ist, Dominate and Delegate ist Nostalgie pur, ruht sich aber auf der Nostalgie nicht aus. Und das würde ich sagen, kann ich auch einfach mit vollem Herzen sagen, weil, Alter, habe ich mich zurückversetzt gefühlt, als ich dieses Spiel gespielt habe. Ich bin hin und weg von diesem Spiel. Es ist so gut und es fängt einfach den Spirit von Command & Conquer so perfekt ein. Das habe ich, glaube ich, wirklich noch nicht erlebt bei einer Computerspielumsetzung in Brettspiel- bzw. Tabletop-Miniaturenspielform, was auch immer. Es fühlt sich wirklich so sehr danach an, obwohl es trotzdem irgendwie ganz eigene Sachen hat und obwohl es trotzdem irgendwie nicht versucht, 1:1 die Spielerfahrung zu simulieren, aber halt das Ganze wirklich so wunderbar passend in dieses Strategie-Hexfeld-basierte zu übertragen und gleichzeitig aber auch spielbar zu bleiben irgendwie, weil das Spiel selber ist einfach ein gutes Spiel. Also selbst wenn ihr noch nie in eurem Leben was gehört habt von so Spielen wie Command & Conquer, wenn ihr nicht wisst, wer Kane ist und wenn ihr überhaupt nicht versteht, woher diese trashigen Zwischensequenzen und Videosequenzen kommen, die auch im Rahmen des Kickstarters auch veröffentlicht worden sind, völlig egal. Wirklich völlig egal. Das Spiel ist gut. Ich sag's einfach, das Spiel ist gut. Und liefert wirklich eine Spielerfahrung, die ich so noch nicht gehabt habe auf dem Tisch. Mit diesem ganzen Basisbau, die ganze Idee mit dem Ressourcenmanagement, aber auch ganz besonders die absolut geniale Idee, die ganze Produktionskette blind zu machen, also wirklich geheim zu machen. Das hat man jetzt hier vielleicht nicht so ganz gesehen im Spielbericht, weil ich aus beiden Perspektiven gefilmt habe, aber der Gegner weiß nicht, was man gerade in Produktion hat. Und das ist so unglaublich wichtig für dieses Spiel, weil sonst wäre es wahrscheinlich wirklich ein sehr schachiges Spiel mit Konter und Gegenkonter. Und man kann hier ja auch gegenkontern. Man sieht, okay, der Gegner produziert Flugeinheiten. Das heißt, ich muss jetzt auf Raketeninfanterie gehen, zum Beispiel, um die runterzuholen. Aber das sieht man dann erst, wenn der Gegner tatsächlich seine Flieger auch rausgeholt hat, wenn er seine Helipad gebaut hat, diese ganzen Sachen. Also diese ganzen Meta-Entscheidungen, die man auch in einem Echtzeitstrategiespiel treffen muss. Nicht nur bei Command & Conquer, sondern auch zum Beispiel bei sowas wie StarCraft. Also auch eine StarCraft-Version von diesem Spiel würde ich sowas von feiern, aber einfach allein dieses Command-and-Conquer-Feeling macht es für mich schon wert. Aber wie gesagt, das Spiel selber ist auch für sich ein tolles Spiel und vor allem ein enorm umfangreiches Spiel. Was ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist nur der Skirmish-Modus. Das heißt nur der Basismodus, wo man alle Einheiten zur Verfügung hat. Habt man jetzt nicht gesehen, es gibt so Technologiestufen. Im Skirmish-Modus hat man einfach alle Technologiestufen und kann alles bauen, was man möchte. Es gibt aber auch noch diverse Kampagnen für jede Seite sozusagen, also so wie man das auch aus den Computerspielen kennt, dass man für jede Perspektive nochmal eine Kampagne hat. Da gibt es spezielle Szenarien dafür, die dann schon so ein bisschen komplexer sind, wo es dann noch so Sachen gibt wie Zivilisten, neutrale Gebäude, spezielle Einheiten, auf die man aufpassen muss, diese ganzen Sachen. Das ist alles in der Kampagne mit drin. Die spielt man auch zu zweit. Also es gibt keine KI oder sowas, also kein Solo-Modus. Einfach konsequent auf 2 Spieler ausgerichtet in diesem Fall. Und ein Spieler übernimmt halt die eine und ein Spieler die andere Seite. Und dann spielt man mehrere Missionen, hat dann unterschiedliche Ausgänge, je nachdem, wie die Mission ausgegangen ist. Mal ist der eine Spieler der Protagonist, also Spieler 1, mal der andere Spieler. Das wechselt so ein bisschen hin und her. Und da wird dann halt einfach auch eine Geschichte erzählt im Rahmen dieser Kampagne. So wie es eigentlich in der Kampagne auch sein soll, natürlich. Und dann gibt's noch, und das ist irgendwie so für mich das, was für mich komplett rausgerissen hat nochmal,
der Innenraummodus. Also das, was man auch wiederum aus Spielen wie Command & Conquer oder auch StarCraft kennt, dass man dann auf den Basisbau verzichtet und mit einem kleinen Eingreiftrupp oder einer kleinen Armee in ein Gebäude zum Beispiel eindringen muss und da dann irgendein Ziel erreichen. Das ist dann schon fast so ein bisschen wie so ein Dungeon Crawler, hat auch so Elemente, dass man so ein bisschen stealthy vorgehen muss, dass man nicht entdeckt wird von den gegnerischen Patrouillen und sowas. Und auch das ist dann auch Teil der Kampagne und kann man auch entsprechend wieder spielen. Es ist so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Aber ganz ehrlich, selbst wenn das Spiel nur aus diesem Skirmish-Modus bestehen würde, mit ein paar verschiedenen Karten, da gibt es auch verschiedene Setups. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe die Zwei-Spieler-Modus, wo man nur die Hälfte von der Karte nimmt. Es gibt auch einen Zwei-Spieler-Modus, wo man die Karte ganz aufklappt, wo man mehr Raum hat, sich zu entfalten. Da gehen die Spiele dann natürlich entsprechend länger. Da gibt es dann teilweise auch Szenarios mit neutralen Gebäuden, die man erobern kann und so. Und es gibt dann auch 3- und 4-Spieler-Szenarios, also man muss nicht zu zweit spielen. Es gibt insgesamt 4 Armeen, die dabei sind. Das heißt, man kann da auch so eine richtige Mehrspielerschlacht spielen und auch die stelle ich mir tatsächlich ziemlich spaßig vor, muss ich sagen. Und ganz besonders, was mich überrascht hat, auch bei der ganzen Sache, ist, wie schnell es sich spielt. Weil ich habe zuerst gedacht, so ja, so dieses typische so I go, you go Ding, dass halt ein Spieler alle seine Sachen macht, der macht die Produktion, der macht die Aktivierungen, das ganze Zeug und dann ist erst der andere Spieler dran. Das kann sich auch ein bisschen ziehen für den Spieler, der gerade nicht dran ist. Aber ich hatte hier beim Spielen tatsächlich das Gefühl, dass es nicht so ist. Weil klar, der Anfang ist super schnell. Das ist fast so ein bisschen so ein Summoners-Ding, dass man so ganz kurze Aktivierungen hat, in denen nicht viel passiert. Und dass es sich so nach und nach aufbaut und immer weiter eskaliert. Und irgendwann, so wie man es eben auch aus den Echtzeitstrategiespielen kennt, plateaut das Ganze so ein bisschen, weil die Ressourcen alle abgearbeitet sind oder weil sich die Fraktionen so ein bisschen eingeschossen haben aufeinander. Und irgendwann ist dann halt auch entsprechend vorbei. Aber einfach auch, dass dieses Feeling übertragen wird und dass es sich wirklich auch schnell spielt, ist auch, glaube ich, dank der sehr, sehr einfachen Kampfmechanik, die ich in dem Fall, glaube ich, richtig gut finde. Ich glaube, ich fände es hier nicht gut, wenn man irgendwie was mit Würfeln oder Karten oder sowas noch extra hätte, sondern dass das alles so super simpel gemacht ist, gibt einem die Möglichkeit, viel mehr sich zu konzentrieren auf das, was eigentlich in der Art von Spiel wichtig ist, nämlich geschickte Positionierung, eine übergreifende Strategie, irgendwie eine Richtung, in die man geht und auch so ein bisschen Ressourcenmanagement natürlich, weil ihr habt es gesehen, eines der wichtigsten Dinger hier auf dem Spielfeld ist natürlich die Ressourcenquellen. Dass Spieler Rot sich weiter vorgewagt hat, dafür ein bisschen Zeit verloren hat, aber dafür auch mehr Ressourcen zur Verfügung hatte, hat Spieler 1 enorm unter Druck gesetzt, irgendwie möglichst schnell Druck zu machen. Das hätte auch in eine andere Richtung ausgehen können mit einer bisschen anderen Strategie, aber in dem Fall hat sich dann halt der zweite Spieler durchgesetzt, der eben mehr Ressourcen für sich hatte. Aber ich kann mir da schon jetzt nach dem Spielen irgendwie x andere Strategien vorstellen, die ich gerne noch ausprobieren würde. Und man hat noch nicht mal alle Einheiten gesehen und alle Gebäude, die es in dem Spiel gibt. Wie gesagt, am Schluss habe ich ja diesen Orbitalturm gebaut, der dann alle 8 Runden, also der tickt dann auch runter und nach der 8. Runde kannst du ein beliebiges Gebäude angreifen oder ein beliebiges Fahrzeug, Infanterie oder irgendwas irgendwo auf der Karte. Das heißt, da kannst du natürlich auch richtig fies dem Gegner wichtigere Einheiten ausnehmen. Dann gibt es noch APCs, also einfach Transportpanzer, die am Boden fahren und die auch Infanterie transportieren können, mit denen sie dann halt auch deutlich schneller unterwegs sind. Dann gibt es Fighter, mit denen man Lufteinheiten abfangen kann, mit denen man aber zum Beispiel auch Bodeneinheiten, also in dem Fall Infanterie, angreifen kann. Das können Bomber ja nicht. Und es gibt noch Verteidigungsgebäude, die ich jetzt auch gar nicht eingesetzt habe, die eben auch Einheiten angreifen können. Also man kann sogar so ein bisschen turteln, wenn man das möchte. Also es ist wirklich alles drin. Die Komponenten sind super cool, unglaublich charmant, auch irgendwie dieses mit diesen kleinen Figürchen und die Tokens, die Artworks auf den Tokens finde ich auch ganz großartig. Und was ich allgemein, die ganze Aufmachung irgendwie, die ganze Liebe, die da drin steckt, die Liebe auch für das Genre, die Liebe für die Vorlage, die kommt da richtig raus. Das merkt man allein schon, wenn man das wirklich exzellent geschriebene Regelbuch liest. Also es war wirklich, man merkt, der Thomas, der es geschrieben hat, der ist Diplom-Ingenieur und so liest sich's auch. Aber ich hatte wirklich beim Lesen, nach dem Lesen nicht eine einzige Frage,
wie sich irgendwas spielt, wie irgendwas funktioniert, weil es einfach so klar formuliert und so klar erklärt war. Gleichzeitig hervorragend geeignet als Referenz, weil alles noch richtig schön in so einem Glossar aufgelistet ist mit den wichtigsten Begriffen, mit den wichtigsten Konzepten. Also einfach Premium-Regelwerk. Ich bin ein bisschen gezeichnet gerade von Star Wars Shatterpoint. Aber auch hier fließt irgendwie so diese Liebe und dieser Charme raus, weil auch da so ein bisschen die Story nochmal erzählt wird, die Hintergrundgeschichte, die auch eben auch sehr inspiriert ist von so dieser bisschen trashigen Geschichte von Command & Conquer. Und was ich ganz besonders witzig fand, ihr habt es vielleicht gesehen, viele Einheiten haben englische Namen, obwohl die Regeln auf Deutsch sind. Das sind die in der Form, wo ich es jetzt hier vorliegen hatte. Und das wird auch explizit erklärt im Spiel, dadurch, dass ja eigentlich die Leute wissen, die damals die Originalvorlage gespielt haben, wenn die deutsche Version hatten, dass sie sich dann eigentlich direkt die englische noch geholt haben, weil die nämlich nicht zensiert war. Und ich glaube, also die von euch, die Command & Conquer gespielt haben, so wie ich, die wissen ganz genau den Unterschied. In der deutschen Version hatte man nämlich nur Cyborgs oder Roboter auf dem Spielfeld unterwegs und eben nicht echte Menschen, echte Soldaten und sowas. Und das war damals schon ein bisschen seltsam, weil das irgendwie alles nicht so richtig gepasst hat. Aber so war es dann halt damals noch mit der Zensur und sowas in Deutschland, gerade was Computerspiele angeht. Also selbst das ist irgendwie noch so leicht mit eingebaut und ich finde es ganz großartig. Also schaut euch bitte, bitte, bitte den Kickstarter auf jeden Fall an, wenn ihr auch nur ansatzweise irgendwie ein Interesse habt für dieses ganze Genre oder auch wirklich einfach mal was spielen wollt, was definitiv anders ist. Dann schaut in den Kickstarter rein. Der ist jetzt live, jetzt wo auch dieses Video online ist. Ich verlinke es euch natürlich nochmal alles unten in der Videobeschreibung, dass ihr da direkt hinkommt. Und wenn es was für euch ist, kann ich es auf jeden Fall empfehlen von meiner Seite. Und das wirklich sowohl für Leute, die richtig taktische Spiele haben wollen, die richtig sich das Gehirn zermartern wollen mit coolen Produktionswegen, mit Optimierung, mit den Ressourcen und sowas, aber auch wirklich für Leute, die auch ein sehr casual Spiel spielen wollen, weil die Regeln sind wirklich mega leicht gelernt. Man hat super schnell den Zugang und das ist wirklich so ich würde sagen, ein Musterbeispiel für easy to learn, hard to master. Leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Und mit dieser Aussage lasse ich euch jetzt auch allein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sagt gerne weiter, dass es meinen Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Oh, und wenn ihr noch mal ein bisschen ausführlichen Überblick darüber haben wollt, was alles in dem Spiel drin ist, mit den verschiedenen Modi, auch die ganzen Komponenten noch mal genau sehen wollt, dann schaut mal beim Vorstellungsvideo vom Herrn der Spiele vorbei. Der hat das Ganze schon vor einiger Zeit vorgestellt gehabt und da auch noch mal ein paar genauere Bilder und noch ein bisschen drüber gesprochen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Hat mir auch sehr weitergeholfen, als ich mich für das Spiel vorbereitet habe. Herr der Spiele verlinke ich auch noch mal in der Videobeschreibung.